Ja, meine Lieben, ihr habt es richtig gelesen. Ich habe meine eigene Anime-Getränkefirma gegründet. Und in diesem Video erzähle ich euch alles, was passiert ist. Ich habe kein Skript, ich werde einfach drauf losreden. Es ist eine Mischung aus schon ein Hype-Video, aber auch irgendwie ein Real-Talk-Video, weil es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Fangen wir auch mit dem ersten Punkt an, nämlich die Idee, die Vision, wie ist das alles entstanden. Ihr müsst wissen, Leute, ich bin ein, ja, wie soll ich sagen, krasser Waifu-Hunter und ich liebe Animes, ich liebe die japanische Pop-Culture. Und vor einigen Jahren habe ich realisiert, es gibt einfach zu wenig Qualitätsprodukte in diesem Bereich. Man muss auch sagen, Anime ist mittlerweile längst kein Nischenmarkt mehr, aber komischerweise nehmen das so viele große Konzerne überhaupt nicht ernst und es gibt so gut wie niemanden da draußen, der das so wirklich durchzieht. Und so fing ich halt vor knapp 3 Jahren an, halt mit der Idee und Konzeptentwicklung, und es fing praktisch an damit, dass ich Produkte geschaut habe, was schon existiert, aber halt noch nicht in gut. Und dann habe ich auch geschaut, was gibt es noch nicht so wirklich. Und diese Elemente habe ich einfach zusammengenommen, und eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es so viele Influencer-Produkte gibt, die einfach scheitern oder halt in wenigen Monaten weg sind. Und das hat auch damit zu tun, dass viele halt nicht langfristig denken und ja, dieses Produkt halt sehr auf den Namen von den jeweiligen Content Creator oder Influencer halt verbunden ist. Kriegt man diese, hat man einfach nur noch ein stinknormales Produkt, und das wollte ich halt von vornherein verhindern. Die Marke, die ich aufgebaut habe, heißt Uwu, und ja, einige kennen das vielleicht durch süße E-Girls, die sagen, oder aus diversen Internetreferenzen, aber Uwu bedeutet noch ein bisschen mehr. Uwu steht nämlich für Ultimate Waifu Universe. Ziel davon war, dass die Community zusammenkommt und wir gemeinsam ein ganzes Universum aufbauen. Und wir haben unser Bestes getan, dass ein gutes Fundament entsteht. Und dann habe ich mich entschieden, das Thema Getränk zu nehmen und das Thema Anime, Waifus, Husbandos und das halt zu fusionieren. Die Grundvoraussetzung war auf jeden Fall aber die Qualität und die Community, die an oberster Stelle steht. Da haben wir alles Mögliche getan, um genau das zu erreichen. Und was ich ganz krass finde, ist, es gibt so viele Anime-branded Produkte mit schlechter Qualität zu einem abgehobenen Preis. Und das habe ich nicht verstanden, und Leute kaufen es trotzdem, weil es keine bessere Alternative gibt. Und mich triggert das, dass man halt teilweise für so eine Plastikflasche, mit irgend so einem Anime-IP drauf, Lizenz gekauft, jalla, gib ihm, dass man dafür 3,80 € bis 4 € zahlt. Habe ich alles schon gesehen, ne? Es ist zu crazy. Und das wollte ich einfach ändern. Ich möchte einfach mit Uwu, mit dem Getränk, einen neuen Maßstab setzen und das ganze Konzept von Anime-Getränken neu definieren. Die meisten nehmen natürlich immer den günstigsten und einfachsten Weg, um easy money zu machen, aber nee, hatte ich nicht so Bock drauf. Ich finde es sehr schade und sehr lazy, dass halt viele Firmen sich einfach nichts überlegen und einfach sagen, hey, ich mache da einfach One Piece oder was auch immer rauf von irgend so einer Anime-IP, die man halt kennt, und verkauft das halt easy money. Damit kann ich mich halt null identifizieren, und deswegen war es mir wichtig, dass wir was Eigenes erschaffen, ein eigenes Universum mit den Charakteren, mit den Geschichten, so dass es absolut einzigartig ist. Um mal ganz kurz zurückzukommen, diese Marke, diese Brand soll so gut wie es geht gar nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Ich stehe nicht auf der Dose oder werde doch irgendwo ganz präsent erwähnt, sondern ich halte mich bewusst daraus, weil es haben sich jetzt schon so viele Leute gemeldet und es ist jetzt schon auf Instagram und so ein Hype entstanden, dass Leute dieses Produkt haben wollen und die kennen mich gar nicht. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser Getränkemarkt einfach the freaking purge ist. Es ist einfach so viel Konkurrenz und man muss natürlich schauen, wie man mit seinen USPs, also seinen Unique Selling Points, sich von den anderen abhebt. Und ja, dazu komme ich als nächstes. Mein Team und ich haben eine eigene Welt erschaffen, beziehungsweise Universum, worum sich dieses ganze Getränkethema dreht. Es erzählt eine eigene Geschichte und hat auch seine eigene Lore. Weil Phase 1 ist nämlich das Etablieren der Getränkemarke und die Geschichte. Phase 2 arbeiten wir an einem Anime, beziehungsweise der Anime-Trailer müsste auch bald in den nächsten Wochen fertig sein. Ich freue mich riesig, das dann auch zu sehen. Und Phase 3 nach dem Anime ist nämlich aufbauend darauf, ein Spiel zu entwickeln. Ich denke, diese Kombo kommt ziemlich gut. Ihr seht hier schon, wir haben zu jeder Sorte ihre eigene Fraktion, beziehungsweise Charaktere, die das repräsentieren. Wir haben zum Beispiel bei Zitrone Wendy, wir haben bei Peach, beziehungsweise Pfirsich, haben wir Irina, und wir haben bei Blaubeere Juvia. Auch diese einzelnen Sorten und Charaktere erzählen ihre eigene Geschichte. Ein kleiner Preview seht ihr auch auf der Dose. Auch hier auf der Rückseite ist immer so ein bisschen Lore enthalten, wo ihr es euch durchlesen könnt. Und wenn ihr die Vollversion lesen wollt und mehr über diesen Charakter bzw. die Sorte erfahren wollt, dann geht ihr einfach auf unsere Website und könnt euch den Rest durchlesen. Wer eine ausführliche Version sehen oder anhören will, einfach die Infokarte anklicken und da kommt ihr auch zu dem Video über die Lore und die Story von Uwu. Kurz gefasst, es geht um den Planet Uwu, wo sich diese ganze Geschichte und die ganze Handlung dreht, und diese Charaktere, die davon trinken, bekommen Superkräfte und können diese kontrollieren. Diese Leute, die das können, nennen sich Liquid User, und ab hier wird es brutal
total spannend, aber würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Deswegen lest euch einfach die Website durch oder schaut euch das Video von Lotta an. Da das erstmal erledigt ist, gehen wir erstmal weiter über das Produkt selber. Was macht unser Produkt so besonders? Wir arbeiten mit talentierten Künstlern zusammen, die hier erstklassige Designs entwerfen und auch zeichnen. Und das ist praktisch das, was euch präsentiert wird hier. Und natürlich auch das Produktdesign selbst und alles drumherum. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an Laudo, die zum Beispiel das Produkt hier designt haben und auch unsere Website designt und programmiert haben. Ihr seid wirklich Legenden. Ich liebe euch, ne? Kuss geht raus auf jeden Fall. Dieser Designprozess war gar nicht so einfach, also von den Charakteren bis hin zu fertigen Produkt. Das war so ein langer Prozess und ich bin einfach froh, wie das Endresultat jetzt aussieht. Ihr müsst wissen, es fing mit Sketches an, einfach nur Ideensammlung, einfach nur Brainstorming und dass man einfach zusammen sich getan hat, um ja miteinander zu wachsen und dass man diese Idee immer mehr bestückt und dass es einfach jetzt so aussieht, wie es ist. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und mich freut es auch schon, dass die meisten, die schon das vorher gesehen haben, anhand von Teasern oder selber probiert, getestet haben, dass sie gesagt haben, hi, das Design ist der Hammer. Aber nicht nur das Design, sondern auch der Geschmack muss natürlich auch überzeugen. Dazu noch ein paar Eckdaten. Wir starten mit 3 Sorten. Einmal Zitrone, Pfirsich und Blaubeere. Und die Rezepturen von uns sind 100% natürlich vegan und glutenfrei. Und zwar ist wichtig, dass wir keine künstlichen Inhaltsstoffe nutzen. Es haben uns auch einige gefragt, ob wir Zero-Varianten haben und momentan nein, weil es ist super schwierig, das dann 100% natürlich zu halten. Wenn man Zero nimmt, muss man halt leider irgendwie, wenn man halt die Süße haben will, halt auf künstliche Süßstoffe zugreifen, worauf ich halt weniger Bock habe. Oder halt sowas wie Stevia, aber das hat so einen super weirden Eigengeschmack und ja, viele vertragen das auch einfach nicht, diese künstlichen Süßstoffe und so weiter. Deswegen verzichten wir drauf. Und auch der Zuckergehalt ist auch jetzt nicht so krass hoch. Wir haben in 100 Milliliter 6,9 Gramm Zucker und wir haben zwischen 28 bis 29 Kalorien in 100 Milliliter. Milliliter. Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Milliliter. Digga, was ist das? Wir haben uns auch sehr intensiv mit dem Kohlensäuregehalt beschäftigt. Da haben wir auch sehr großen Lob schon bekommen. Sei das jetzt hier von Leuten, die man kennt oder aus Japan, die es schon getestet haben, die gesagt haben, ey, wirklich top. Der Kohlensäuregehalt ist nicht so stark, dass euer Hals zum Beispiel irgendwie wegätzt und ihr direkt einen Schluck aufbekommt. Und zeitgleich ist es auch nicht zu lasch, dass es ja wieder zu wenig erfrischend ist. Probiert es am besten selbst aus und sagt mir gerne eure Meinung. Dazu kommt noch, dass wir sehr regional arbeiten. Bedeutet zum Beispiel die Zutaten, ne, die ganzen Rohstoffe und die ganzen Dosen, das ist alles aus Deutschland. Made in Germany. Also auch die Abfüllung ist auch hier in Deutschland. Das war uns auch wichtig. Das war das Inhaltliche. Jetzt gehen wir mal ganz kurz über die äußerlichen Fakten. Zum Beispiel hier die Dose selber. Hier kann ich nur sagen, dass ich super stolz drauf bin auf diese Dose, denn wir haben uns entschieden für Qualität über Quantität. Bedeutet, diese Dose hier ist jetzt nicht in Massenproduktion produziert worden wie andere großen Namen, die ich hier nicht nennen werde. Wir arbeiten mit modernen Laserprint. Bedeutet, diese Dosen sind laserbedruckt. Das macht es nicht nur hochwertiger, sondern auch noch nachhaltiger. Die Dose selbst ist 100% recycelbar, plastikfrei und BPA-frei. Dementsprechend zahlen wir auch mehr in der Produktion. Das war es uns aber wert. Was ihr hier seht, ist also ein Premium-Qualitätsprodukt. Wir haben für den Start 150.000 Dosen produziert, bedeutet 50.000 Dosen pro Sorte. Ihr müsst auch wissen, wir sind am Ende halt auch ein Startup. Wir haben jetzt kein Multimilliardenunternehmen, was uns jetzt irgendwie da mit unendlich Geld unterstützt und das ist halt wirklich aus eigener Kraft, eigene Ressourcen, aus eigener Tasche gezahlt und mehr als das war leider nicht drin. Wir hoffen natürlich, dass wir in der Zukunft noch deutlich mehr Dosen produzieren können. Dementsprechend sinkt auch der Preis dadurch, weil wir auch natürlich eine bessere Marge bekommen, aber momentan ist jetzt leider nichts mehr möglich. Da die Nachfrage extrem hoch ist und jetzt wir auch internationale Aufmerksamkeit bekommen, haben wir eine Limit gesetzt, wie viele Trays, also ein 12er-Pack Dosen man bestellen kann und die liegt momentan bei 4 pro Bestellung. Bedeutet, jetzt kann jetzt keiner YOLO-mäßig rein und jetzt sich 100 Trays kaufen, also 120 Dosen und verkauft die dann auf eBay oder so. Das wollten wir damit verhindern und ich hoffe, dass sich so die Chance erhöht, dass mehr Leute sich diese Dosen holen können und auch trinken können. Ich gehe nochmal gegen Ende des Videos auf ein paar aufgestellte Fragen ein, aber Rest könnt ihr euch eigentlich auch auf unserer Website durchlesen, unseren FAQ. Da sollte eigentlich alles stehen. Ihr habt gesehen, wie viel dahinter steckt und in der Zukunft planen wir noch so viel mehr Sorten und verschiedene Geschmacksrichtungen und wir wollen natürlich auch neue Qualitätsprodukte nach und nach launchen. Für mich persönlich war es am Anfang sehr schwer, erstmal am Anfang Leute zu finden, die an meine Vision glauben und meine Idee verstehen. Dementsprechend habe ich mich auf der Suche nach Gleichgesinnten gemacht. Das war echt nicht einfach, weil das Ganze kann ich nicht aus eigener Kraft kreieren. Ich brauche Unterstützung, sei es jetzt finanziell oder andere Kompetenz. Und ich war wirklich am Anfang auf mich alleine gestellt. Ich habe wirklich keine Kontakte gehabt. Ich hatte null Ahnung von diesem Business, von diesem Bereich, von diesem Geschäft und ich musste praktisch durch Learning by Doing halt mir das alles aufbauen. Und als wir meine ersten Konzepte ausgearbeitet und teilweise umgesetzt haben, dachte ich mir, vielleicht kann man ja noch mehr Leute finden, die daran glauben und auch noch supporten. Und zufälligerweise hatte ich ein Jahr davor den lieben Dalu kennengelernt. Wir sind mittlerweile so, wirklich, Dalu, ich liebe dich, wirklich. Und er hat sich
für diese Idee, für diese Vision brennend interessiert und dachte, hi, ich supporte das und ich sehe die Idee, ich sehe da Potenzial und eine Zukunft und so haben wir uns dann entschieden, dass wir zusammenkommen. Dalukat und Uwu sind jetzt so hier und einfach die Art und Weise, wie er denkt und die Vorschläge, die er gemacht hat, haben auch so viel beigetragen, dass auch Uwu jetzt ist, wie es ist. Ne? Und der dritte Investor war Yuta, unser japanischer Investor, denn er hat auch direkt dran geglaubt, als ich ihm das erzählt habe, weil eigentlich ursprünglich wollte ich was ganz anderes von Yuta und wir kennen uns ja schon seit der Zauberei, schon sehr, sehr lange, also aus der Zauberkunst. Und seitdem blieben wir immer in Kontakt und ich dachte mir, hey, er macht ja auch sehr viel Moderation, viel Anime-Conventions, wird auch da gebucht von Anime-Firmen und so und mich hat einfach seine Meinung interessiert und als ich dann von meiner Idee und diesem Konzept erklärt habe, hat er zu mir original gesagt am Telefon: Hi, ich wünschte, du hättest mir früher gesagt, ich wäre noch gerne eingestiegen. Und ich so: Yuta, es ist noch nicht zu spät, du kannst immer noch rein. Und das war auch noch relativ am Anfang, von daher hat es super gepasst, dass er gesagt hat, ey, er sieht das voll und er hatte sehr viel Erfahrung, was in dieser Anime-Bereich angeht, aber auch diese japanische Kultur. Diese Kombo hat uns sehr gut ergänzt, sodass wir ja prima zusammengearbeitet haben und wir haben einfach gemeinsam durchgegrindet und es hat sich sehr gelohnt. Wir haben dann, als die Designs fertig waren, halt mit der Produktentwicklung angefangen, wie das halt aussehen soll, alles designtechnisch. Dann haben wir, und das war wie gesagt mit Laudo, darauf aufbauend gleichzeitig die Website aufgebaut und auch in der gleichen Zeit halt an der Rezeptur gearbeitet, was halt auch Monate in Anspruch genommen hat. Und die Rezeptur haben wir mit Truppextrakt gemacht, sehr kompetent und wirklich, es war so ein Glückstreffer, dass wir uns gefunden haben. Weil ihr müsst euch auch vorstellen, mittlerweile will jeder ein Getränk machen oder irgendwas in diese Richtung und man wird auch teilweise gar nicht mehr ernst genommen. Und ich hatte echt Glück, dass ich meine Idee und mein Konzept und das, was wir hatten, die anderen gut überzeugen konnten und dass mir zugehört wurde. Das war halt auch nicht immer einfach. Und ja, Truppextrakt dachte sich, ey, das klingt cool, lasst uns gemeinsam eine Rezeptur entwickeln, beziehungsweise mehrere, weil wir verschiedene Sorten haben wollten. Und da war halt die Mission, das so zu schaffen, dass es ultra erfrischend ist, nicht zu süß, es sollte so natürlich wie möglich sein und. Und durch diverse Tests und so weiter kamen wir dann, wie gesagt, auf diese Rezeptur, die wir jetzt haben. Und diese haben auch bereits schon sehr viele probieren können und dürfen. Hier bekommt ihr einen ganz kurzen Ausschnitt. Falls ihr eine Vollversion sehen wollt, auch einfach die Infokarte anklicken. Da bekommt ihr praktisch eine Extended Version. Und es sollte auch relativ zeitnah das Video rauskommen. Japaner probieren Uwu. Das habe ich nämlich gemeinsam mit Yuta und ein paar Freunden in Japan abgedreht. Die Japaner haben natürlich sehr ehrlich darauf reagiert. Ich will nicht so viel spoilern. Schaut euch am besten auch an, Infokarte oder in der Beschreibung einfach anklicken. Das sollte auch in den nächsten Tagen auch irgendwann online kommen. Wie gesagt, viel Spaß mit dem kurzen Ausschnitt von den verschiedenen Reactions. Das ist erste Pfirsich, den ich unironisch ganz lange trinken würde, weil der weder zu süß ist, noch zu penetrant, noch der riecht zu krass. Der ist perfekt. Ich würde den wirklich jeden Tag exen, no joke. Boah, ja, voll lecker. Sparkling. Liebe ich, finde ich sehr geil. Und es ist nicht so gigasüß, was ich auch sehr, sehr nice finde. Es ist alles sehr im Gleichgewicht. Die Süße ist so nicht zu süß, aber nicht zu wenig. Und Pfirsich kommt sehr gefährlich. Vor allem mit der Kohlensäure. genau, ich wollte gerade sagen, Kohlensäure ist auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich trinke normalerweise gar nichts. Ich trinke nur, wenn es schmeckt und es schmeckt einwandfrei. Wie war's denn erzählt? Das ist geil. Ja. Sag wirklich ehrlich. Es schmeckt ehrlich gut. Ich bin kein Fan eigentlich von so Süßgetränken, weil ich finde oft, dass es zu süß schmeckt und so künstlich und dann hast du so das Gefühl auf den Zähnen, dass du Zähne putzen willst. Und das mag ich nicht. Und das hat das halt nicht. Deswegen, das ist etwas, wo du mehr trinken kannst von. Ich finde es die beste Sorte tatsächlich. Ja. Ja, obwohl ich Blueberry geil fand, finde ich die noch mal besser. Hat's gefreut, ne? Die Zitronensorte. Interessant. Finde ich sogar fast noch besser. Ich mag Pfirsich so gerne. Ja, ich mag auch. Ich bin auch eher Pfirsich. Den finde ich noch besser. Ich finde den Pfirsich besser, aber der ist auch geil. Also. Ja. Heftig und ist voll erfrischend. Ich sag dir ehrlich. Ja, ist schon echt lecker. Also wenn ich das sehe, denke ich mir halt, es wird einfach ordentlich süß sein. Ja. Aber schmeckt so voll angenehm süß. Und Kohlensäuregehalt? Das ist perfekt. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, die Resonanz ist tatsächlich sehr, sehr gut und ich war zu diesem Zeitpunkt extrem erleichtert, weil dann weiß ich, ey, die haben den gleichen Geschmack wie ich, weil ich habe es ja am Ende auch approved in meinem Team und so konnten wir auch weitermachen. Wir brauchten die absoluten Knüllerdosen und wir haben uns dann da bei Nomok gemeldet. An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank an Nomok auch, dass die an uns beliebt haben und gesagt haben, ey, wir machen das mit euch, haben wir so noch nicht gesehen und ja, wann können wir loslegen? Und so kam dann auch die Zusammenarbeit mit Nomok, die auf hochqualitative Premium-Dosen setzen und das passt auch ganz gut mit dem Konzept, was wir halt fahren.
Müllkram mit, weil diese Dose ist auch natürlich schön zum Sammeln, aber vergesst nicht zu recyceln. Am besten also eine nice Dose aufheben und den Rest solltet ihr natürlich auch recyceln am Ende des Tages. Für die Umwelt, ihr wisst Bescheid. Und dieser Laserdruck ist so heftig, weil ihr spürt praktisch so eine Haptik. Ihr könnt es wirklich spüren, wie teilweise matt oder mit Gloss-Effekten und so. Diese Dose ist einfach ein ganzes Erlebnis. Ihr seht auch jeden einzelnen Pixel und so weiter. Einfach nur heftig. Jetzt haben wir die Rezeptur, die Rohstoffe und die leere Dosen. Aber wir brauchen natürlich auch einen Abfüller und da haben wir mit Füllkopf zusammengearbeitet. Und auch hier geht ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr an diese Vision geglaubt habt, uns kompetent beraten habt und mit uns einfach das durchgezogen habt, sodass wir eine vollwertige Dose haben, die ihr einfach so zack aufmacht und genießen könnt. Einfach ein mega Gefühl. Ich war auch dort vor Ort und konnte mir die Produktion anschauen. Es war super spannend. Ich war auch in dem Moment krass überfordert und sehr emotional, weil ich so im Stress war und es gab einfach so viel zu tun, dass man es vielleicht im Video gar nicht gesehen habt, aber ich hätte heulen können. Einfach dieses Gefühl ist unglaublich. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, könnt ihr natürlich auch hier die Infokarte anklicken und da kommt ihr dann zum Video. Nun haben wir die Dosen, aber brauchen wir auch noch coole Produktbilder und da haben wir mit der Firma iCandy zusammengearbeitet. Auch hier nochmal ein riesen Shoutout an euch. Es sind echt tolle Bilder daraus entstanden und ja, ein paar Behind the Scenes seht ihr jetzt auch hier, wie ich vor Ort war und so. Das Shooting war auch ultra anstrengend, aber wir haben alle durchgeballert und so kommen wir langsam zum Abschluss von dem ganzen Prozess und als nächstes müssen natürlich die Dosen auch zu euch geliefert werden und da geht auch mein Dankeschön an Happy Shops. Happy Shops ist nämlich die Firma, die komplett für uns die Lagerung und Versand macht. Das ist wirklich ein Spitzenteam, die arbeiten ultra schnell, wissen, was sie tun. Die werden natürlich auch dafür sorgen, dass die Dosen so gut wie es geht, wie gesagt, schnell ankommen, aber auch heile ankommen. Wie gesagt, man hat halt nie 100% Kontrolle. Content Creator oder so, die wir schon mal was zugeschickt haben zum Probieren, sah wirklich top aus. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, es sind so viele Leute involviert, es ist so heftig. Ihr müsst es so sehen. Das ist nicht nur ein Getränk, es ist so viel mehr als das. Es ist ein ganzes Erlebnis, es erzählt eine Geschichte und es geht um diese allgemeine Vision von dem Großen und Ganzen. Es ist einfach heftig, dass wir jetzt schon so weit sind, dass diese Dosen hier vor mir sind und es schon so viele probiert haben und davon überzeugt sind und so. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass wir diese mediale Aufmerksamkeit bekommen, ohne dass die Leute mein Gesicht damit assoziieren. Ne? Ich würde schon fast behaupten, 80% der Leute würden das sehen und sagen, ey, geiles Ding. Und die wissen gar nicht, dass das zum Beispiel von mir ist oder so. Ich habe schon mitbekommen, es hat sich auf Reddit rumgesprochen, Twitter, TikTok, Instagram, eigentlich überall hat sich schon rumgesprochen. Und ich fand es wirklich cool, dass wir halt auch mit sehr, sehr vielen Cosplayern zusammengearbeitet haben, die halt auch Cosplays gemacht haben mit unseren Charakteren. Und davon sind auch einige viral gegangen, was einfach insane ist. Und ich habe so krasses Feedback bekommen aus allen Ländern. Ihr denkt jetzt, hi, ist ja made in Germany und so, ne? Das ist ja alles deutsch und alles, aber tatsächlich von unseren Followern sind 50% aus Deutschland und der Rest ist international. Es ist heftig. Natürlich jetzt zum Launch, wenn wir jetzt nur mit deutschen Content Creatern zusammenarbeiten, ist natürlich klar, dass es dann wieder nach oben geht, aber es ist krass, wie viele das gesehen haben und wie viele daran Interesse zeigen. Und das zeigt mir einfach, dass wir mit diesem Produkt, mit dieser Idee, mit dieser Vision, ja, auf den richtigen Weg sind. Und ich hoffe, dass wir einfach gemeinsam jetzt und auch in der Zukunft eine absolut unvergessliche Zeit haben werden. Und mehr gibt es auch eigentlich nicht dazu zu erzählen. Ich möchte einmal ganz kurz mit der Dankesrede anfangen, damit ihr so ungefähr wisst, wer alles dabei war. Und dann gehe ich anschließend halt noch über die Fragen ein, die so oft gestellt wurden. Vielen, vielen Dank an Jutta, an Dalukat. Dankeschön an euch. Weil ohne euch, ja, wäre vieles nicht möglich gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt auch sehr, sehr viele, die jetzt keine Investoren sind, aber trotzdem krass supportet haben. An der Stelle vielen, vielen Dank an Michael. Ich küsse dein Herz, wirklich. Michael Kendrick. Einfach so ein Engel auf Erden, ich sag's euch. Er hat mich so krass supportet, er hat mit mir gebrainstormt am Anfang, wo noch niemand dran geglaubt hat, Ideen ausgetauscht. Und er hat auch sehr viel möglich gemacht, dass wir mit super, super tollen Menschen zusammenarbeiten können. Also damit meine ich Content Creator. Ja, sein Einfluss war auf jeden Fall sehr gut, weil er diese positive Energie hat mit sich gebracht hat. Und dann natürlich auch noch Mike. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Allein dieses ganze Rezeptur mit mir ausprobieren, mit diversen Leuten vernetzen und so. Einfach da sein. Er hat einfach so viel gemacht von sich aus und er hat schon Uwu supportet, bevor ihr das überhaupt schon gesehen habt hier. Dann noch ein riesen Dankeschön an Alex, an Lissy oder eigentlich alle von Inside, ja, also mein Management. Danke einfach, dass ihr an mich glaubt und einfach Teil der Reise seid. Dann haben wir noch sehr viele Shoutouts zu verteilen. An Ferraz. Ferraz, ich danke dir, ne? Junge, deine Kompetenz hat uns so krass geholfen. Es ist einfach insane. An Nessie Slake für das Logo, für einige Designarbeiten. An Vanaka für die ganzen fantastischen Charakterdesigns. An Laude, unsere Designeragentur, die praktisch die Produktdesigns gemacht haben, die Website programmiert haben, alles. Ihr seid die MVPs. Danke an euch, dass ihr wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil des Projekts seid und auch mit uns umgesetzt habt. Danke an Truppextrakt, an Nomok, an Füllkopf und ein riesen Dankeschön geht an die ganzen Content Creator. Ja? Ich nenne euch alle. Cosplayer, VTuber, Streamer, YouTuber, TikToker, alle. Ne? Ihr seid solche Engel, dass ihr, bevor das überhaupt wirklich jetzt
öffentlich war, schon so krass supportet und so krass dran geglaubt habt. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Real Talk. Und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an euch, die Community. Ohne euch hätte ich wahrscheinlich gar nicht diese Inspiration, das überhaupt zu machen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam komplett rocken werden. Generell weiß ich, dass ich jetzt schon den einen oder anderen nicht erwähnt habe, aber ich habe euch nicht vergessen. Es würde einfach komplett den Rahmen sprengen, deswegen danke an jeden Einzelnen. Jetzt kommen wir noch schnell zu der Q&A-Runde. Die oft gestellten Fragen. Nummer 1. Wo kann man das kaufen? Erstmal exklusiv nur bei uns auf unserer Website und in ausgewählten Anime-Shops. Ich werde die unten erwähnen. Bis jetzt, was ich mündlich sagen kann, ist es, dass Figuya die Dosen haben wird und Miyobo. Aber wie gesagt, checkt am besten die Beschreibung aus und vielleicht hat es auch einer eurer Anime-Läden, ja, diese Dosen vor Ort. Und falls nicht, könnt ihr natürlich auch eure Lieblings-Anime-Shops auch fragen, ob die Uwu-Dosen besorgen können. Und dann kommen wir ins Gespräch. Frage Nummer 2. Wird es auch in den Supermarkt bzw. Einzelhandel kommen? Jein. Also wir arbeiten darauf hin, aber wir können zu diesem Zeitpunkt noch nichts offiziell bestätigen. Es sind bereits Verhandlungen und Gespräche, aber am Ende hängt es an euch. Also wenn das Interesse da ist und die Nachfrage da ist, kann es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen. Dann war noch die Frage, in welchen Ländern liefert ihr aus? Ihr müsstet das bei unserem Shop oder FAQ euch durchlesen. Jetziger Stand, primär natürlich Deutschland, logisch, aber wir planen auch europaweit. Bedenkt aber bitte, alles außerhalb Deutschland, also auch schon in Deutschland ist es schon krass. Die Versandkosten sind insane mittlerweile, ja, durch Inflation, durch Krisenzuschlag sind die Versandkosten so krank und ihr dürft auch nicht vergessen, wir sind kein Prime, ja, die euch kostenlos Versand geben können. Es geht einfach nicht, Leute. Und was man noch beachten muss, ist, dass man diese Dosen nur in 12er-Pack kaufen kann. Dementsprechend ist es auch schwer. Und es geht sehr viel nach Wohnort, also von Entfernung und vom Gewicht. In Deutschland haben wir eine Versandpauschale, wo wir einfach die Differenz übernehmen. Dann kommt noch die nächste Frage, wie viel wird die Dose kosten? Ja, bevor ihr das Schnappabo bekommt, ihr dürft nicht vergessen, Leute, es ist ein Premium-Qualitätsprodukt. Es ist nicht auf Masse produziert worden und wir sind immer noch ein Start-up. Unser Einstiegspreis wäre 2,49 € inklusive Steuern, also das ist halt schon drin. Zuzüglich Pfand, das müsst ihr drauf bezahlen, haben wir keine Kontrolle, wir müssen Pfand bezahlen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Dosen zurückgebt, kriegt ihr eure 25 Cent wieder zurück. Wir haben so viel wie es geht versucht, den Preis zu drücken, sodass wir finanziell so gut aufgestellt sind, dass wir wieder die nächsten Produktionen losstarten können. Sonst ging es halt überhaupt nicht. Und man darf auch nicht vergessen, wie so ein Premium-Produkt geht das tatsächlich, weil so ein Produkt in dem Bereich kostet normalerweise 3,50 €, 3,80 € bis 4 € aufwärts. Von daher denke ich, dass alle Connoisseure bzw. Anime-Enjoyer das verstehen können. Und das ist momentan der Stand. Versandkosten, wie gesagt, müsst ihr auf unserer Website vorbeischauen. Das wird dann ausgerechnet anhand von, ja, wo ihr wohnt. Werden noch andere Geschmacksrichtungen rauskommen? Ja. Ihr seht nochmal hier eingeblendet, was wir noch für die Zukunft alles geplant haben, was noch kommen soll. Und von den Geschmacksrichtungen, was Früchte angeht, was wir jetzt hier schon haben, ja, ist auch schon geplant. Wir arbeiten momentan an eine natürliche Cola-Rezeptur plus, was Frucht angeht, halt an eine Orange-Mandarine-Nektarine-Rezeptur. Aber das ist nur ein Teaser. Offiziell kriegt ihr es dann noch, wenn es wirklich da ist. Ja? Wir sind noch gerade am Ausprobieren. Dann kommen wir zu einer der letzten Fragen, die ich beantworten werde. Der Rest ist, wie gesagt, ein FAQ. Kann man Partner werden mit Uwu? Also kann man mit Uwu kollaborieren? Ja, wir nehmen Kollabos an. Je nachdem, ob das zwischen uns passt, können wir gerne was Cooles starten. Generell gibt es noch so krasse Partner, mit denen wir schon im Gespräch sind. Ich will gar nicht spoilern, ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Aber wir werden noch ganz, ganz viel mit anderen Firmen machen und das ist schon geplant. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen wird. Ich muss euch wirklich sagen, Leute, ich bin extrem überarbeitet. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten sehr wenig geschlafen und zu viel gearbeitet, was nicht gesund ist. Ich habe mir auch versprochen, sobald der Launch fertig ist, dann werde ich mir 1-2 Wochen Auszeit nehmen, um ganz kurz wieder Energie aufzuladen, aber das ist echt heavy. Die Community gibt mir einfach so viel Kraft, dass ich einfach durchpower. Es ist insane. Und jetzt, wo ich alles reflektiere, es ist einfach schon da, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, vor 2-3 Jahren, ich saß alleine in meinem Keller so gefühlt und ich habe geträumt, Mann. Ich habe einfach geträumt. Und ich dachte so, ey, ich will, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Also setze ich mich ran. Und das ist nicht nur für mich, sondern für alle. Für alle, die diese Leidenschaft teilen wie ich, die Anime genauso lieben wie ich. Ich hoffe einfach, dass ich dadurch die Community etwas zurückgeben kann. Also zumindest das geben kann, was ihr verdient. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass wir uns öfters noch sehen und hören werden. Ja, das war's mit dem Video, Leute. Bevor ich zu emotional werde, mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns in den nächsten Videos, Streams, Conventions, was auch immer, wieder. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Produkt. Ich wünsche euch das Beste einfach. Bestellt euch Uwu, solange der Vorrat reicht. Wie gesagt, die Founders Edition, wenn die danach weg ist, ist die weg. Die wird nicht nachproduziert. Es kommen neue Editions, Designs und so raus. Es hat ein Limit von 4 Trays pro Bestellung. Wie gesagt, das war einfach, damit so viele wie möglich, ja, die Chance haben, das zu erwerben. Boah, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Das ist echt viel, Mann. Es hat sich echt viel aufgestaut. Bruder, ich bin so krass überfordert. Aber ich denke, am Ende war es es wert. Und ich hoffe, ihr werdet Uwu genauso lieben wie ich. Und ja, damit verabschiede ich mich. Haut rein!